Heute mal kein Business-Interview im Büro, sondern dort, wo gute Gedanken entstehen. Willkommen bei Miles Meets Moments. Wir porträtieren Unternehmer überall auf der Welt und zeigen, wie diese ihr Glück gefunden haben. Ja, Damir, hallo. Hallo. Herzlich willkommen hier an diesem für unsere Interviews sehr, sehr ungewöhnlichen Ort. Sag doch einfach mal, wer bist du, was machst du und vor allen Dingen, wo sind wir denn hier? So, erstmal möchte ich mich bedanken für eure Einladung für dieses Interview. Wir betreffen uns im Hotel Millennium in Celje in Kroatien. Ich bin ein Privatunternehmer seit 2000 und ich bin ein Berater zwischen deutschen und kroatischen Firmen. Du bist neben deinem Unternehmertum BVMW-Repräsentant für Kroatien und auch Mitglied des Wirtschaftsbeirats. Genau. Das heißt, du wirst auch sehr, sehr viel für Kroaten, aber auch für deutsche Unternehmer tun. Und darüber hinaus bist du noch Hotelier, richtig? Ja, kann man so sagen. Und ich habe ja 7 Jahre in Deutschland gelebt. Da war ich ja auch 7 Jahre bei der Rewe-Gruppe beschäftigt. Seit 2000 bin ich dann selbstständig geworden. Und seit 2019 unoffiziell und seit 1. Mai 2022 bin ich offiziell Repräsentant für BVMW hier in Kroatien. Ja. Und seit letztem Jahr Mitglied vom Bundeswirtschaftssenat. Ich höre zu, was die deutschen Unternehmen also suchen, was die da brauchen. Und dann versuche ich hier mit kroatischen Unternehmen oder mit Unternehmen aus Westbalkans eine Chance oder Möglichkeiten mit Zusammenarbeit zu finden. Also ich muss erstmal ein paar Worte von Kroatien sagen. Also wir haben ca. 3,8 Millionen Einwohner und angemeldete Touristen ca. 110 Millionen. Kroatien ist ja auch seit 2013 in der EU. Wir sind jetzt in Schengen-Zone, Eurozone. Und viele Vorbereitungen sind gemacht, damit auch die deutschen Unternehmen nach Kroatien kommen können, dass die auch sicher investieren können. Wie sieht es hier mit den wirtschaftlichen Stärken des Landes aus? Ja, zum Beispiel, also Steuersystem in Kroatien ist sehr gut. Also wir haben Körpersteuer für Umsatz bis 1 Million Euro, nur 10%. Über 1 Million Euro ist das 18% Steuer. Und wenn man das Geld auch rauszahlt aus der Firma und so weiter, zahlt man zusätzliche 10%. Das heißt, von einem Umsatz von 1 Million Euro zahlt man nur 19%. Und das ist ungefähr die Hälfte, was man auch in Deutschland zahlen muss. Und das ganze System, steuerliches System, Investitionssystem und so, ist auch sehr sicher, wirklich. Also da würde ich auch die deutsche Firmen, würde ich die Gelegenheit nutzen, die deutsche Firmen nach Kroatien einzuladen. Wie hat sich Kroatien so die letzten Jahre verändert? Also Infrastruktur hat sich viel verbessert. Seit 2008, sagen wir mal Zeit zwischen 2008 und 2013, wurden viele Sachen besser gemacht, viel vorbereitet. Und dadurch ist auch eine Klimalage, sagen wir mal, viel stärker gemacht, damit die Investoren nach Kroatien kommen. Was müsste ich denn wissen, wenn ich in Kroatien investieren würde, vorab an Informationen, bevor ich einfach ins kalte Wasser springe und vielleicht den einen oder anderen Fehler mache? Ja, also ich würde empfehlen, dass Sie sich gut erkundigen, dass man schon fragt, also was für Gesetze da sind, was man machen kann, welche Unterstützung von Regierungen bekommen können und dass man das alles auch ausnutzen kann. Ja. Und dass man auch keine Fehler macht. Weil es ist eine Sache, was man hört, was man liest, als auch was wirklich auch so gesetzlich ist. Der Unterschied zwischen GmbH in Deutschland und DO in Kroatien ist ja, dass in Deutschland 25.000 Euro man zahlen muss und als Deutscher hier in Kroatien muss man ungefähr 2.700 Euro nur als Grundkapital haben für GmbH oder für DO und davon hat man Kosten ca. um die 600 Euro, was man auch von dieser Summe zahlen kann. Ja. Jetzt hatten wir ja eingangs gehört, dass du Repräsentant im BVMW bist. Das ist der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft. Was ist da genau deine Aufgabe? Also meine Aufgabe ist so, wenn ein deutsches Unternehmen nach Kroatien kommen möchte, investieren möchte, Firma aufmachen möchte, dass ich ihm schon manche Sachen vorbereiten kann bei der Gründung oder irgendwelche Fragen, steuerliche Fragen, Ideen, Möglichkeiten, gesetzliche Sachen. Und das stehe ich gerne zur Verfügung. Oder von der anderen Seite auch für die kroatische Firmen oder für die Firmen aus Westbalkan, wenn die jetzt nach Deutschland kommen möchten,
dass ich da auch manche Sachen vorbereite. Und wo siehst du da für uns deutsche Unternehmer so die größte Chance? In Deutschland braucht man viel Arbeitskraft, braucht man auch Qualität. Und das kann man auch mit den kroatischen Firmen gut bekommen. Das, was auch Vorteil in Kroatien ist, dass wir auch nebenbei ehemalige Jugoslawien-Länder haben, ja, zum Beispiel Serbien, Bosnien, Montenegro und so. Und unsere Gesetze sind, dass eine kroatische Firma relativ einfach Arbeitskraft aus diesen Ländern bekommen kann. Zum Beispiel eine gute, starke Firma in Kroatien kann auch bis 3 Jahre ganz einfach Arbeitsvisum bekommen. Das ist schon ein Vorteil, ja. Und das, was man auch wissen muss, die Kroaten, die wollen also sehr gerne in Kroatien bleiben und aber auch gerne für deutsche Unternehmen arbeiten. Habe ich das richtig verstanden, dass das Unternehmen die Visas für seine zukünftigen Mitarbeiter beantragt? Genau, diese kroatische Unternehmen, wenn eine deutsche Firma kommt, gründet hier in Kroatien ein Unternehmen, bekommt relativ leicht Arbeitsvisum für die Leute, die aus Nebenländern kommen. Ja. Und das kriegt man schon in 60 Tagen, sagen wir mal so. Ja, schon. Was sind denn so typische Fehler von deutschen oder internationalen Unternehmern, die gerade so bei den ersten Schritten in Kroatien gemacht werden? Also ich würde sagen, die sollen sich schon besser erkundigen, besser fragen, bevor sie etwas anfangen zu machen. Jetzt hast du noch eine weitere Firma. Magst du da auch noch ein bisschen was von erzählen? Petricevic Group, die macht ja Consulting, also Beratung für die Unternehmen, die nach Kroatien oder nach Westbalkan kommen möchten. Manche Firmen vertrete ich ja auch hier in Kroatien. Eine von diesen Firmen ist zum Beispiel Firma Baumüller. Die machen die Elektromotoren für die Schiffe. Hast du da was über die Menschen, die Verantwortung und auch die ganzen Geschichten wie Service gelernt? Ja, schon. Also ich frage auch die Leute, die nach Kroatien kommen, was man hier besser machen kann, was die Erwartungen sind. Und von der anderen Seite, von der kroatischen Seite oder von auch Ländern nebenbei, ja, aus Balkan, also schon, was die erwarten von deutschen Firmen. Ja, und dadurch habe ich auch gelernt, dass diese Leute hier in Kroatien lieber hier bleiben wollen und Unterstützung oder also für deutsche Firmen lieber hier machen können, als dass die jetzt nach Deutschland gehen, um zu leben, ja. Ich habe noch eine Frage, die mich besonders interessiert. Nehmen wir mal so ein fiktives Beispiel eines Spieleentwicklers, der sich in Kroatien selbstständig machen möchte, also ein junger Mensch, 22 Jahre. Was würdest du ihm als Rat mitgeben? Also ich würde sagen, erst mal informieren, dann einfach mal weiterbilden, nie aufgeben und Ergebnis kommt ja irgendwann auf jeden Fall, 100%. Hört sich für mich so ein bisschen so an, machen, loslegen und auf jeden Fall viel sprechen vor Ort. Genau. Und ich will die Gelegenheit nutzen, alle nach Kroatien einzuladen. Schön groß. Ja, ihr seht ja, wie herzlich das hier zur Sache geht. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und stellt vor allen Dingen sehr, sehr viele Fragen unter diesem Video, wenn euch Kroatien interessiert. Und wir werden das dann zusammen beantworten. Auf jeden Fall sehr gerne. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao.